Hübsche Kleinstädte, malerische Dörfer, idyllische Siedlhäfen, die weiten Ebenen aus Marschland, Deiche und Strand. Ostfriesland, ein beliebtes Reiseziel in Deutschland. Wir waren in Ostfriesland unterwegs, suchten zwischen Leer und Emden, Aurich und den Siedlhäfen nach Orten auf dem Festland, die man bei einer Ostfriesland-Rundreise unbedingt sehen sollte. Unsere Rundreise beginnt in der Stadt Leer. Die nennt man auch Tor nach Ostfriesland. Rund 35.000 Einwohner leben in der Stadt, die nach Emden und Aurich die drittgrößte Stadt in Ostfriesland ist. Leer ist, obwohl die Stadt nicht an der Nordsee liegt, eine Hafenstadt. Ems und Leder fließen durch den Ort. Die historische Altstadt. 365 Gebäude stehen hier unter Denkmalschutz. Am Hafen steht die Waage, hier wurde früher Ware gewogen. Wenige Meter entfernt steht das Rathaus mit seinem hohen Turm. Hier beginnt die Fußgängerzone. Cafés, kleine Geschäfte, Restaurants und ein Imbiss. Alles in niedlichen, hübschen Häusern reihen sich aneinander. Wenn ihr im Fernsehen die Krimireihe Friesland guckt, kommen euch bestimmt einige Häuser und Gassen bekannt vor. Denn Friesland wird in Leer gedreht. Hier wird gerne gedreht. Der Wilhelminengang, eine romantische Gasse. Das ist eine der hübschen Straßen hier in der Altstadt. Hier liegt das Bünting-Tee-Museum. Hier geht es um das Thema Tee. Von der Altstadt gelangt man an das Ufer der Leder. Hier an der Promenade liegen viele Schiffe. Hier legen die Boote zur Hafenrundfahrt an. Neben den Ausflugsschiffen liegen hier auch die Boote des Museumshafens. Niedlich wirken die Minischlepper. Die kleinen Motorboote, die aussehen wie Schlepper für Kinder, heißen Schub. Es sind kleine Schubboote. Das sind Minischlepper. Der Museumshafen. Überall kleine Frachtschiffe, Holzboote und Motorschlepper. Knapp 30 Kilometer von Leer entfernt kommen wir zum zweiten der sehenswerten Orte in Ostfriesland, Emden. Wir sind hier an der Emsmündung. Über 50.000 Einwohner hat die Stadt Emden. Von der Fußgängerzone aus erreichen wir die Ratsdelft. Das ist ein Teil des Emdener Hafens. Das war einmal ein sehr stattlicher Hafen hier. Der Hafen war früher allerdings wesentlich größer. Hier standen die Handelshäuser und hier lagen die Handelsschiffe. Heute ist das hier ein Museumshafen. Hier steht auch das Emdener Rathaus und gleich gegenüber das Ottohus. Vor fast 40 Jahren wurde es eröffnet. Da gibt es eine Menge Requisiten drin zu sehen. Unseren dritten Stopp legen wir in Hinter ein. Das liegt knapp 10 Kilometer von Emden entfernt. Im Kernort der Gemeinde, also in Hinte, steht diese Burganlage, die Burg Hinter. Sie ist von einem Wassergraben umgeben. Seit 400 Jahren ist das der Stammsitz einer Familie, die bis heute hier wohnt. Gleich gegenüber der Burg steht die Hinterkirche. Um 1500 wurde sie gebaut. Sie soll eines der bedeutendsten Kirchenbauwerke der Spätgotik in Ostfriesland sein. Zur Gemeinde Hinte gehört auch der Ortsteil Surhusen und hier steht eine Kirche, die etwas Besonderes hat. Ihr Turm gilt als einer der am stärksten unabsichtlich geneigten Türme der Welt. Der Turm ist schiefer als der Schieferturm von Pisa. Der Surhusener Kirchturm steht sogar im Guinness-Buch der Weltrekorde. Rund 27 Meter ist er hoch und hat einen Überhang von 2,47 Meter. Das ist die Urkunde zum Weltrekord. Der Kirchturm wurde im Jahr 1450 gebaut.
Wenn man hier vor etwa 150 Jahren begann, die Ländereien zu entwässern, kam Luft an die bisher im Grundwasser konservierten Baumstämme und die begannen zu verrotten. Dadurch senkte sich der Boden, weil der stabile Untergrund aus Bäumen nun weg war. Hier machen wir auf unserem Weg Richtung Norden einen Zwischenstopp. Loppersum heißt der kleine Ort mit dem netten kleinen Ortskern. Wo früher eine Burg stand, steht seit 150 Jahren das Friesenhaus. Das gehört übrigens derselben Familie, die Burg Hinter besitzt. Neben dem Friesenhaus steht die Loppersumer Kirche, ebenfalls eine Kirche mit freistehendem Glockenturm. Wir folgen dem Wasser und kommen sozusagen zum Meer. Der See nennt sich Großes Meer und ist mit 289 Hektar der viertgrößte See in Niedersachsen. Das hier ist teilweise Naturschutzgebiet und es wird auch touristisch genutzt. Segeln, Kanufahren, Windsurfen, es gibt Lokale, Ferienhäuser und so weiter. Weiter Richtung Aurich führt unsere Fahrt. Wir kommen zu Ort Nummer 7, das ist der Upstalboom. Für Ostfriesland ein wichtiger kultureller und geschichtlich bedeutender Ort. Vom Parkplatz aus führt eine Allee zum Upstalboom. Auf Tafeln wird die Bedeutung des Ortes gut erklärt. Der Name deutet auf einen Baum hin, an den Vieh angebunden wurde. Hier, wo dieses Denkmal steht, war im 13. und 14. Jahrhundert die Versammlungsstätte der Abgesandten der Friesischen Freiheit. Das war ein Zusammenschluss von Landesgemeinden. Hier, wo heute diese Pyramide steht, wurden damals Gesetze beraten und gemacht und es wurde über die Außenpolitik des Bundes beraten. Der nächste Ort. Nach wenigen Kilometern erreichen wir Aurich. Aurich ist die zweitgrößte Stadt in Ostfriesland und sie gilt als heimliche Hauptstadt Ostfrieslands. Hier gibt es im Stadtzentrum etliche hübsche alte Häuser zu sehen, dazu Schloss, Hafen und interessante Orte. Die Fußgängerzone, eine Kirche und eine Hofapotheke. Der Name ist nicht verwunderlich, denn Aurich, das war mal Residenzstadt. Das Historische Museum Aurich, eines der wirklich sehenswerten Museen hier in Ostfriesland. Hier erfährt man eine Menge über die Geschichte der Stadt. Der Auricher Schlossbezirk. Hier war früher die Residenz der ostfriesischen Fürsten, später der hannoverschen und der preußischen Verwaltungsspitze von Ostfriesland. Um den Innenhof stehen mehrere Gebäude. Das hier ist das älteste, der Marstall. Hier sind wir im alten Hafen von Aurich. Wo jetzt Wiese ist, war früher ein Hafenbecken. Das hier ist die Hafenausfahrt. Das Gebäude hier heißt Pingelhus. Das war der Arbeitsplatz des Hafenwärters und ein Lagerhaus. 1800 wurde das Haus gebaut, und zwar zweigeschossig. Das untere Stockwerk sieht man heute nicht mehr, denn als das Hafenbecken zugeschüttet wurde, verschwand auch dieses Stockwerk.
Das ist das Gebäude der Ostfriesischen Landschaft, das ist eine Kulturbehörde. Der Hafen von Aurich, der neue Hafen, der Auricher Sport- und Freizeithafen am Ems-Jade-Kanal. Ein kleines Freizeitzentrum ist hier entstanden. Hier legen Boote und Ausflugsschiffe an, hier gibt es Restaurants und einen Bootsverleih. Und hier kann man mit dem Rad entlang des Kanals fahren. Wir verlassen Aurich und fahren in das Dorf Münkebö. Hier steht ein Freilichtmuseum, das Dorpmuseum. Schmiede, Stellmacherei und ein Sägewerk. Das ist ja eine Gegend, da war großes Moor, da wurde Torf abgebaut und das sind alles Gegenstände, die man zum Torfabbau benötigte. Es geht weiter mit Wohnhäusern, einer Bäckerei, einer Dorfschule. Neben einem Gulfhof gibt es hier ein sogenanntes Kolonistenhaus, Moorkolonisten. Das waren die Familien, die im 19. Jahrhundert die Moorränder hier besiedelten, das Moor entwässerten und Torf stachen. Nur wenige Kilometer entfernt liegt das Dorf Tannhausen. Hier gibt es eine weitgehend rekonstruierte Grabanlage. Die dürfte so um die 5000 Jahre alt sein. Also eine Grabanlage von Steinzeitmenschen. 3 Steine stehen noch von der Originalanlage. Man nennt sie hier Brot, Butter, Käse. Der Rest ist wie gesagt rekonstruiert, aber sehr anschaulich. Einen kurzen Stopp machen wir in Ochtersum, kurz vor Esens gelegen. Hier steht die St. Martariani-Kirche. Das ist eine der ältesten Kirchen in Ostfriesland. Im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts gebaut. 37 Meter ist das Kirchenschiff lang. Der Turm, der steht übrigens 16 Meter entfernt. Wir sind in Esens angekommen.
Eine nette kleine Stadt. Das hier ist der Marktplatz. Die Stadt wurde im Mittelalter als Handels- und Marktort gegründet. Denn hier, so etwa 4 Kilometer von der Küste entfernt, war sturmflutsicheres Gebiet. In Esens stehen überall diese Bären rum. Man nennt Esens auch die Bärenstadt, denn die Stadt hat einen Bären im Stadtwappen. Ein Bär war nämlich das Wappentier der Häuptlingsfamilie, die hier residierte. Ort Nummer 13, Carolinensiel. 4 Kilometer sind es hier noch zur Nordseeküste. Carolinensiel gehört zur Stadt Wittmund. Das Zentrum, das liegt etwa 13 Kilometer entfernt. Wo die Hahle auf den Deich traf, wurde ein Sielhafen angelegt, der Hafen von Carolinensiel. Mit den Jahren wurde Carolinensiel zum wichtigsten Hafen im nördlichen Ostfriesland. Der Hafen war nämlich als einziger ostfriesischer Sielhafen dem Meer nicht mehr direkt ausgesetzt und vor Sturmfluten geschützt. Seine Blütezeit erlebte der Hafen Mitte des 19. Jahrhunderts. Um 1860 sollen hier 40 Kapitäne gelebt haben. Es gab Werften, Brauereien und Gaststuben. Erst nachdem man im vorgelagerten Hahle-Siel, das ist ein paar Kilometer von hier, ein neuer Hafen gebaut worden war, war hier nichts mehr los. Der Hafen wurde sogar zugeschüttet. Das war 1962. 1986 wurde der Hafen wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt und wurde zum Museumshafen. Die Concordia II, ein Ausflugsschiff. Die Concordia II trägt den Namen ihres Vorbildes, der Concordia, ein Seitenraddampfer, der Mitte des 19. Jahrhunderts auf der Hahle im Pendelverkehr zwischen Carolinensiel und Hahle-Siel fuhr. Heute werden auf der Strecke Touristen gefahren. Wir fahren 4 Kilometer Richtung Küste und kommen zu Ort Nummer 14, Hahle-Siel. Die Concordia II fährt hier am Schöpfwerk von Hahle-Siel vorbei. Das Schöpfwerk, das trennt den Außenhafen vom Binnenhafen und entwässert ein Areal von 22.000 Hektar Land. Im Außenhafen, da liegen Kutter und Ausflugsschiffe. Ein Restaurant ist auch da. Dahinter liegt der Strand und ein Campingplatz. Neuharlinger Siel, ein hübscher Hafen. Hier liegt übrigens die Fähre zur Insel Spiekeroog an. Wir sind hier im über 300 Jahre alten Fischereihafen, gleich neben dem Fähranleger und den Parkplätzen für die Inselbesucher. Der Hafen ist wirklich sehenswert. Kutter liegen hier, rund um das Hafenbecken gibt es Cafés und Restaurants. Ein nettes Ausflugsziel also. Einige Kutter fahren für den Fischfang raus, andere zu Ausflugsfahrten nach Spiekeroog. Der Ort Neuharlinger Siel löste um 1700 Altharlinger Siel als Sielort ab.
Einen kurzen Stopp machen wir im Hafen von Bensersiel. Nebenan liegt die Strandanlage. Hier gibt es einen Boots- und Yachthafen. Und hier legen die Schiffe zur Insel Langeoog an. 20 Kilometer fahren wir, dann kommen wir in Dornum an. Ein hübsches kleines Städtchen. Hier ist es zwar sehr ruhig, aber nett. Der Marktplatz mit seinen alten Häusern, kleinen und großen, und einem Café. Eigentlich befinden wir uns hier im alten Hardingerland. Hier verlief die Grenze zu Ostfriesland. Ein Hafen wird erstmals Ende des 13. Jahrhunderts erwähnt. Wir sind jetzt hier im historischen Ortskern. Die Norderburg, Schloss Dornum, ein Wasserschloss, im 14. Jahrhundert gebaut, heute ist hier eine Schule drin. Nur wenige Kilometer und wir sind in Westerakkumersiel. Das liegt gleich neben Dornumersiel. Eine Stadt, zwei Siele? Ja, denn hier verlief ja die Grenze zwischen Ostfriesland und dem Hardingerland. Und jeder Landesherr wollte sein eigenes Siel haben. Nun, das Westerakkumersiel, das gibt's heute nicht mehr. Im Zwei-Siele-Museum erklärt man die Sache mit den zwei Siedeln. Und da es ein ehemaliges Kapitänshaus ist, gibt es hier auch eine Ausstellung und eine eingerichtete Kapitänswohnung. Wir fahren weiter zum Hafen von Dornumersiel. Die Kutter der Fischerflotte liegen hier. Boote für den Yachthafen werden transportiert, ein Restaurant, Strand, ein Küstenseebad. Die Stadt Norden, unser nächster sehenswerter Ort. Der Marktplatz. Wir sind im Stadtzentrum von Norden. Über 6 Hektar ist der Marktplatz groß. Und die schönsten Gebäude der Altstadt, die stehen hier rund um den Marktplatz. Diese 3 Häuser sehen alle 3 gleich aus. Und weil sie sich so ähnlich sehen, heißt das Ensemble Drei Sisters, 3 Schwestern. Das Polizeikommissariat von Norden, das ist ein Drehort. In den Ostfriesland-Krimis im Fernsehen ist das hier die Filmpolizeiwache. Es gibt einige interessante alte Häuser hier rund um den Marktplatz. Das ist übrigens das Teemuseum von Norden. Die St. Ludgeri-Kirche, angeblich die größte Kirche Ostfrieslands. 1235 baute man das Langhaus, das ist 38 Meter lang. Fast 100 Jahre später baute man statt der Apsis ein Querschiff, 32 Meter lang. Zwischen Kirche und Kirchturm läuft hier übrigens die Straße lang.
2 interessante Mühlen gibt es im Norden und die stehen nebeneinander, die Friesia-Mühle und die Deichmühle. Norddeich, ein Stadtteil von Norden. Hier ist nicht nur der Fährhafen, Norddeich ist auch Nordseebad. Und hier hat sich in den letzten Jahren was getan. Hier wurde die Promenade neu gemacht, ihr Name das Deck. Jetzt hat man hier nicht nur eine lange Promenade, da gehört auch die Dünenlandschaft zu, da führen Holzbohlenwege durch und es gibt einen Dünenlehrpfad. Das Haus des Gastes und die Blaue Brücke. Hier gibt's auch was zu essen und zu trinken. Hinter dem Deich, da gibt es natürlich Gastronomie und da liegt auch Metas Musikschuppen. Ein Haus, in dem Musik oder besser Jugendkulturgeschichte hier in Ostfriesland geschrieben wurde. Eigentlich ist die Gaststätte Haus Waterkant, doch man kannte sie hier nur unter dem Namen Meta. Gründerin und Besitzerin war in den 60er Jahren Meta Rogal. Nach dem Vorbild des Starkclubs in Hamburg eröffnete sie hier eine Rockkneipe. Hier spielten dann relativ bekannte Bands aus England, Holland und aus Deutschland. Meta Rogal ist in den 90er Jahren verstorben. Ihren Musikschuppen, den gibt es bis heute. Schloss Lüttetsburg, ein Wasserschloss, Wohnhaus, Vorburg und ein Park. Und dieser Park ist wirklich sehenswert. Der gehört zu den wenigen erhaltenen Beispielen des frühromantischen Gartentyps. Ein Höhepunkt unserer Reise, Greetsiel. Die Zwillingsmühlen, die begrüßen uns am Ortseingang. Wir sind hier in der Ferienregion Krummhörn-Greetsiel. Die Krummhörn, dort wo ein Warfdorf neben dem anderen steht, eines hübscher als das andere. Greetsiel ist ein Bilderbuchdorf. Greetsiel bietet das, was man von einem Fischerdorf erwartet. Einen Hafen mit Fischkuttern, Ausflugsboote, hübsche Häuser am Hafen und in der Altstadt, zahlreiche gastronomische Betriebe, Spazierwege zum Deich und sehenswerte historische Gebäude. In den Gassen von Greetsiel kann man in die über 650 Jahre Geschichte des Ortes eintauchen. Hier sind wir an der Kirche von Greetsiel. Gegründet wurde der Ort von der Häuptlingsfamilie Zirksena. Häuptlinge, das waren im 14. Jahrhundert die mächtigen Familienoberhäupter, hatten so eine ähnliche Position wie die Grafen im Feudalismus. Die Familie gehörte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in Ostfriesland zu den Herrscherfamilien. Das hier war übrigens die Burg der Herrscherfamilie. Unbedingt sehen muss man in Greetsiel das Hafengelände. Wenn Sie nicht zum Fischfang in der Nordsee unterwegs sind, liegen nämlich hier die Kutter im Hafenbecken. Zu den beliebten Motiven in Greetsiel, da gehört die Häuserzeile am Hafen. Besonders die Häuser an der Sielstraße mit ihren nach niederländischem Vorbild gestalteten Giebeln, die sind sehr beliebt.
Gleich neben Greetsiel liegt der Pilsumer Leuchtturm, oder besser Ottoturm, denn Otto Waalkes verwendete den kleinen Leuchtturm als Drehort in einem seiner Filme, da war hier seine Filmwohnung. Er gilt als eines der Wahrzeichen von Ostfriesland, der Pilsumer Leuchtturm. Nur 11 Meter ist er hoch, aber mit seinem gelb-roten Anstrich, da erinnert er mich irgendwie an eine Ringelsocke. Seit 1890 steht er hier auf dem Deich. Schon 1915 war seine Aufgabe beendet. 1973 wurde der Leuchtturm restauriert, bisher war er da einfarbig mit roter Farbe angestrichen, damals erhielt er sein heute markantes Aussehen. Inzwischen kann man hier übrigens sogar heiraten. Den nächsten Stopp machen wir im Rundwarfdorf Pilsum. Das liegt ganz in der Nähe von dem Ottoturm. 500 Einwohner gibt's hier. Pilsum, das war einmal Sitz des ostfriesischen Häuptlingsgeschlechts der Beninga. Hier gibt es große Gulfhöfe, das ist die ostfriesische Version der Bauernhöfe. Kleine Landarbeiter- und Handwerkerhäuser und ein Brauhaus. Grimmersum, die Nummer 26, auch dieses Dorf liegt auf einer Warft. Die Kirche in Grimmersum, das ist ein frühgotischer Backsteinbau, 1270 gebaut. Wir streifen ein bisschen durch die engen Gassen des Ortes. Vorbei geht's hier an ehemaligen Landarbeiterwohnhäusern. In Grimmersum hat man die Häuser fast überall zu Ferienhäusern umgebaut. Es geht hier vorbei an bunten, gepflegten Vorgärten, dahinter die kleinen roten Backsteinhäuser, ein engmaschiges Netz von schmalen Straßen und kleinen Plätzen. Neben der Kirche steht die alte Dorfschule. Die Zeit, die scheint in Grimmersum stehen geblieben zu sein. Pevsum, der größte Ort in der Krummhörn. Mitten in Pevsum steht die Maninga-Burg. Auch hier war früher ein Häuptlingssitz. In Pevsum residierte die Familie Maninga. Die Burganlage, die wurde im 15. Jahrhundert gebaut. Die bestand aus einer Vorburg und der Hauptburg. Die Hauptburg, die ist inzwischen abgerissen. Was wir jetzt hier sehen, ist nur noch die Vorburg. Wir fahren weiter nach Grothusen. Hier steht am Ortsrand die Osterburg. Die Osterburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Natürlich gibt es was zu essen und zu trinken hier. Das Hauptgebäude, das ist bewohnt. Eine Steinbrücke führt über einen Wassergraben in den Burghof mit dem Herrenhaus. Die Burg, die wurde im 14. oder 15. Jahrhundert gebaut und es ist eine ehemalige Häuptlingsburg. Im Wald hinter der Burg, da liegt der ehemalige Park. Der wird heute als Lost Garden geführt. Am Ende dieser Lindenallee, da steht die Statue des Liebesgottes Pan. Ist natürlich ein beliebtes Fotomotiv. Wir halten am Leuchtturm Kampen. Der Leuchtturm Kampen, das ist der höchste Leuchtturm in Deutschland und er gehört sowieso zu den höchsten Leuchttürmen der Welt. 65,3 Meter ist er hoch. Ein Stahlfachwerkturm mit einem Treppenrohr in der Mitte.
1883 wurde er gebaut. 300 Tonnen ist er schwer. Und noch mehr Superlative. Das Leuchtfeuer gehört zu den stärksten Leuchtfeuern in Deutschland. Es hat eine Reichweite von ca. 55 Kilometer. Oben die Laternenkammer, die hat übrigens 2 Galerien. Risum, unser 30. sehenswerter Ort hier in Ostfriesland. Ein Dorf, das man gesehen haben muss. Das Dorf wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Es bekam schon mal den Titel des schönsten Dorfs in Niedersachsen. In dem über 1000 Jahre alten Dorf parken wir an der Riesumer Windmühle. Die ist seit 1995 eine Museumsmühle. Risum, das ist ein kleines romantisches Rundwarfdorf. Der Ort hat nur 400 Meter Durchmesser. In Risum scheint die Zeit stillzustehen. Entlang der engen Gassen stehen Gulfhöfe, Handwerkshäuser und Landarbeiterhäuser. Die Riesumer Kirche steht im Ortsmittelpunkt, auf der höchsten Stelle der Warft. Das Kirchenschiff, das wurde im 15. Jahrhundert gebaut, an den Kirchturm, der stammt aus dem 14. Jahrhundert und der gehörte zum Vorgängerbau. Im Innenraum, da ist es recht karg, aber dort gibt es die älteste, noch bespielbare und im Grundbestand erhaltene Orgel in Nordeuropa. Sie stammt aus dem Jahr 1440. Das waren unsere 30 Orte, die man bei einer Ostfriesland-Rundreise sehen sollte. Das ist die Strecke auf der Karte. Ich bin mir sicher, ihr kennt noch mehr sehenswerte Orte in Ostfriesland, denn hier gibt es viel Interessantes zu sehen. Schreibt mir mal eure Tipps in die Kommentare. Das war's aus Ostfriesland. In diesem Sinn, tschüss.